Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video beschäftigen wir uns, indem wir... Beschäftigen wir uns in unserem Video selbst, oder? Das habe ich natürlich jetzt ganz falsch gesagt, alles, gell? Entschuldigung, dass mir sowas auffällt. Wird nicht entschuldigt. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video vergleichen wir mal Holzbögen im Vergleich zu Carbonbögen. Vorteile, Nachteile, mehr wie immer nach dem Intro. Danke, Tobias. Jetzt passt's, oder? Pui super. Es gibt einmal Carbonbögen in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen. Und für bestimmte Einsatzzwecke haben sie eine absolute Berechtigung. Einfach erklärt, wenn ich halt einen schlechten, billigen Industrieholzbogen habe, aus keinem gescheiten Material, irgendwie zusammengenudelt, da ist ein Carbonbogen definitiv besser. Ich kenne allerdings jetzt keine wirklichen guten Musiker, die professionell bei einem Konzert mit einem Carbonbogen spielen. Die spielen von mir aus einmal, wenn sie einen Campingurlaub machen im Zelt, nehmen sie einen Carbonbogen mit und halt ein billigeres Instrument. Aber in Wirklichkeit, also ab einer gewissen Leistungsklasse kommt ein Carbonbogen zum Holzbogen nicht mehr zu. Ja? Es hat ein paar Gründe. Ein Carbonbogen ist einmal prinzipiell fertig und du kannst nachher keinen Einfluss mehr auf die Stangen nehmen. Ja? Beim Holzbogen, da hast du zuerst einmal Rohstangen, du hast sozusagen den schon dann vorgehobelt und du hast ihn auch schon Bogen, bis er halt fertig ist. Du kannst einen Holzbogen sehr wohl nachher noch beeinflussen, indem du zum Beispiel Temperatur zuführst. Da kannst du die Stangen biegen oder auch nur härten. Ja? Das geht beim Carbonbogen nicht, und es ist natürlich möglich, auch einen Bogen für einen Musiker zu adaptieren. Ja? Weil du kannst es sehr wohl fester machen als Stangen. Weniger fest kannst du es nicht mehr machen nachher. Wenn das einmal warm ist, dann ist es warm. Ja? Und dann wird er auch härter. Beim Carbonbogen, das kannst du ungefähr so vergleichen. Das mag ein ganz gutes Gourmet-Menü sein, aus dem Regal von irgendeinem Discounter. Aber es gibt da sozusagen nicht nachher extra noch Salz und Pfeffer und Gewürze dazu am Tisch, sondern das ist genau so zum Fressen, wie es ist. Mehr kannst du nicht machen. Ja? Du kannst, das Einzige, was du noch machen kannst, du kannst andere Haare auftun, um vielleicht ein bisschen einen anderen Clown-Charakter zu erzeugen. Gehen wir kurz auf die Vorteile von einem Carbonbogen ein. In der Regel sind die, ich sage, die hochwertigen sind hohl und sind dadurch auch leichter als herkömmliche Bögen. Und dadurch, dass sie leichter sind, drucken sie natürlich beim Spülen die Obertöne nicht so an, braucht aber, um einen Kern zu erzeugen, relativ viel Druck von der Bogenhand. Also, wenn man die Technik beherrscht, dass man Ton aus einem Instrument außerzieht, das geht mit einem Carbonbogen schwieriger, weil er das Gewicht nicht hat. Ja? Und Gewicht manipulieren kannst du beim Bogen in Wirklichkeit, du kannst im Kopf ein bisschen Gewicht rein tun, da hat aber nicht viel was Platz. Ja? Und du kannst halt immer dickere Drähte oder mehr oder längere Wicklungen machen und aus einer schwereren Legierung, zum Beispiel ein Gold, ein hochwertigeres, schaut ganz nett aus, aber ist natürlich dann auch so, dass es den Schwerpunkt verändert. Nur um es zu tricksen, dass es in irgendein Gewichtsklasse kommt, dass das funktioniert. Bei billigen Holzbögen, ja, die also wirklich, da tue ich mir schon schwer, wenn ich die überhaupt als Bogen bezeichne, ja, die haben auch einen Verwendungszweck. Nämlich zum Beispiel, schaut einmal bei mir vor der Werkstatt draußen bei den Pflanzen. Dann wisst ihr, wofür ich einen Klump verwende. Ja? Ich bringe jetzt sozusagen keine billigen Holzbögen irgendwie unter die Leute, aber auch keine Carbonbögen, weil letztendlich kann passieren, dass das einmal einer in Zahlung geben will und dann habe ich das Zeug da. Ja? Wie gesagt, ich habe gehört, dass die dort und dort auch funktionieren, dass sie verwendet werden, wenn es jetzt zum Beispiel beim Unterrichten ist, weil es da nicht so tragisch ist, oder wenn die ein Open-Air-Konzert spielen. Aber die wirklichen Konzerte spielt kaum jemand, also ich kenne wirklich niemand, der einen Carbonbogen spielt. Es gibt dann so Leute, ich sage jetzt einmal Professoren, die haben zum Beispiel so einen Carbonbogen im Etui drinnen. Ja? Erklären jedem Student und jeder Studentin, ja, dass das super ist, und sie sollten sich sowas besorgen. Und an den letzten Studenten verkauft der Professor dann seinen eigenen Carbonbogen. Ja? In Wirklichkeit, ja,
kapiert jeder, um was da geht. Nicht? Und dann gibt es noch Carbonbögen, die außen mit so einer Fernambuk-Furnier mit einer ganz dünnen beklebt werden, damit sie ausschauen wie Holzbögen. Das erinnert mich ein bisschen an das Thema, dass man, wenn man in einer bestimmten Fastenzeit kein Fleisch essen soll, dass man es dann in einen Teig einpackt. Ja? Und da gibt es eine Gegend in Deutschland, da nennen sie dieses Gericht Herrgottbscheißerle. Ja? Also, wenn ich es nicht sehe, dann ist es kein Fleisch. Es wird halt ein Carbonbogen, aber wenn er beklebt ist, ist es noch immer ein Carbonbogen. Obwohl ich muss sagen, also auf den ersten Blick schaut das gar nicht so zwider aus. Und ich muss noch was Positives sagen über die Carbonbögen. Am Anfang waren die ja wahnsinnig hässlich, auch wie der Kopf und alles gestaltet war. Da gibt es inzwischen welche, die schauen wirklich was gleich. Also Hut ab. Ja. Aus Holz kannst du es halt im Prinzip jedes Modell bauen. Dort musst du immer Model machen gehen. Nicht? Und das rentiert sich natürlich erst ab einer gewissen Stückzahl. Ja. Ich selber, wie gesagt, bin nicht begeistert von Carbonbögen, weil ich bringe es auch zusammen mit ganz normalen Holzbögen, also sehr gute Kombinationen zu haben. Ja. Wenn du halt einen Carbonbogen hast, da sind alle gleich. Ja. Für einen Verkauf über eine Katalogsnummer ideal. Das geht bei Holzbögen in Wirklichkeit nicht, ja, weil einfach jeder unterschiedlich ist. Dadurch kannst du halt die Bogenhand, den Musiker, die Klangvorstellung und das Instrument mit einem entsprechenden Bogen, der passend ist, ja, kannst gut kombinieren. So wie ich es zuerst gesagt habe, nicht? Mit dem super Gourmet-Menü, es gibt halt kein Salz und kein Pfeffer dazu. So wie es ist, so ist es. Und das mag auf das eine oder andere Instrument mag das gut tun, auch das klangliche Ergebnis, aber ganz sicher nicht auf alle, wo du mit Holzbögen sehr wohl Kombinationen findest. Das, was noch passiert ist, wenn man sich an das gewöhnt, dass man mit einem Carbonbogen spielt, dann tut man sich natürlich auch schwer, wenn man wieder umsteigt auf einen guten Holzbogen. Ja, also da kenne ich auch niemanden, der das macht. Entweder spülen sie, wenn es irgendwie wurscht ist, mit einem Carbonbogen zum Beispiel beim Unterrichten oder im Orchestergraben, wenn kein Platz ist, weil sie Angst haben, dass das andere Zeug kaputt wird. Aber jetzt nicht ernsthaft bei Konzerten. Auch junge Musiker, oder ich sage jetzt einmal die paar Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen, da spielt keiner mit einem Carbonbogen, weil die einfach auch schauen, dass die Bogenhand sich entsprechend weiterentwickelt. Ja? Und das kannst du eigentlich nur auf einem gescheiten Original üben. Es gibt zum Beispiel in Deutschland, im Odenwald, gibt es also eine Elfenbeinschnitzerschule, wo alle nur auf Kunststoff herumschnitzen, auf diesem Delrin. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Du kannst, wenn du das lernen willst, halt nur im Original lernen. Es hat auch keinen Sinn, wenn du halt Geigenbauer werden willst, ja, und du beschäftigst dich mit einem Cello, das komplett aus Carbon geformt ist. Ja. Das Etui könnte aus Carbon sein, wenn es hochwertig ist, ja, aber das Cello selber nicht. Ja. Und wenn ich dann so Werbungsslogans höre, so, ja, das klingt eigentlich gleich gut wie mein Stradivari-Cello, und man weiß dann den Betrag, der im Hintergrund kassiert worden ist, dass man das sagt, das müssen eigentlich alle selber kapieren, das kann auch geschwindelt sein. Ja? Möglicherweise. Das war's wieder fürs heutige Video. Wenn ihr Erfahrungen habt, weil ihr selber Carbonbögen spielt, wenn ihr Erfahrung habt auch als Kollegen, welcher Kundenkreis im Carbonbögen spielt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare rein. Ich selber habe, ich sage jetzt einmal einen ganz bestimmten Kundenkreis und da kugeln vielleicht bei 4 oder 5 Leuten so ein Carbonbogen herum. Also ganz, ganz wenig, wenn nicht verschwindend gering, so würde ich das sagen. Ich habe halt auch in erster Linie, sagen wir mal, wirklich professionelle Musiker. Also ich betreue jetzt keine Musikschule oder sonst irgendwas. Nicht? Ja, das ist es. No, dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Nur, okay, weißt du, so in die Richtung. Weil dann ich weiß schon, was ich sag. Okay! Willst du dich da hersetzen, wenn du so gescheit bist? Herr Superschlau? Soll ich mal probieren? Nein, mach du lieber. Na wieso? Dann hätten alle was zum Lachen. Papa, du bist das Model, ich bin nur der Kameramann. Soll ich welche bringen? Das mache ich schon alles. Dann klatsch ihr mir inzwischen ein bisschen und so, weißt du. Jeder das, was er kann.
schön, der Dutschi, wird ein bisschen klatschi. So, und wie machen wir das? Die sollen wir aber nicht runterreißen, sondern mit dem Messer abschneiden, hast du mal gesagt. So, was hängt da deppert rein? Ist das echtes Licht? Ah! Scheiß Kabel überall. Will nicht so schimpfen, Buberl. Besser. Klatscht hast du schon. Ja, wir laufen schon voll synchron. Nichts mehr asynchron. Wegen Strom, gell? Ah, der wegen. Das Carbonbögen da du die Berechtigung haben und dann sagst du aber, dass sie den nicht ersetzen können. Also, Ich hab gesagt, hörst du nicht zu? ich dachte mir nur vielleicht ein bisschen eine Gliederung. Vielleicht willst du zuerst über die Halt die Pappen mit deiner Gliederung. Naja, ich bin aufgekommen mit dem Auto, hab gerade einparkt und gerade in dem Moment ist er da aufgefahren. Und haben wir uns gedacht, so, echt jetzt? Lustig, der Kasi hat mich auch gesehen und ich hab dann gesehen, wie er gefahren ist und haben auch noch gedacht, mei, der Bub.